Wir stehen hier vor dem Stand von Obo Bettermann, wie man sieht, und würden Ihnen ganz gerne einige der neuen Produkthighlights etwas näher bringen aus den Bereichen Gebäudeinstallation, Schutzinstallation und Industrieinstallation. Also, ich nehme Sie einfach mal mit auf die Reise. Kommen Sie mit. Hier sind wir jetzt im Bereich der Schutzinstallation, und zwar, um genau zu sein, im Bereich Brandschutz. Und was es da für Bereiche gibt und welche Produkthighlights wir auf der Messe hier präsentieren, das erzählt uns jetzt Stefan Ring, weil ich glaube, da gibt es keinen besseren Experten als dich, Stefan. Nebenbei bist du ja auch noch für die Feuerwehr tätig. Was genau haben wir denn für Kategorien oder für Bereiche im Brandschutz? Ja, hallo Klaus. Ja, im Brandschutz reden wir eigentlich von 3 Schutzzielen, die wir erreichen müssen. Das ist zum einen das Abschotten von Elektroinstallationen. Das heißt, wir müssen verhindern, dass wir eine Brandausbreitung im Brandfall haben. Also über die Gebäude, Wände, über Decken und so weiter hinaus. Das zweite Schutzziel ist halt die sichere Installation in Flucht- und Rettungswegen. Das regeln wir mit Brandschutzkanälen. Und der letzte Bereich sind dann Kabeltragsysteme und Verlegesysteme, die wir bei sicherheitsrelevanten elektrischen Anlagen einsetzen. Und bei den Kanälen haben wir ein ganz neues, interessantes Produkt, den PLM-Kanal. Kannst du uns da etwas Näheres zu erklären? Natürlich, klar. Der PLM ist eines unserer Highlights, diese Messe, weil wir bei diesem Kanal hinterher, wenn er installiert ist, nicht mehr feststellen können, ob es sich um einen normalen Leitungsführungskanal handelt oder ob es sich um einen Brandschutzkanal handelt. Und das ganz Besondere an dem Kanal ist halt, dass wir das Unterteil an der Wand oder an der Decke befestigen, die Leitungen installieren und die Rauchabdichtung, die an den Stoßstellen passieren muss, die passiert innerhalb des Kanals. Und wenn wir dann an der Stelle den Deckel später aufsetzen, können wir den Deckel sogar über diese Stoßstelle überlappen. Ja, das entspricht einer Installationsgewohnheit des Elektrikers. Damit bekommen wir einmal Stabilität in den Kanal und er sieht optisch einwandfrei aus. Ja, man sieht also wirklich außen nicht mehr, das ist ein Brandschutzkanal. Ja. Gut, dann sage ich mal vielen Dank für die Ausführungen und für die Erklärungen, und ich glaube, dass wir uns jetzt sicher fühlen können mit den Obo-Produkten. Sehr gerne. Danke, Klaus. Carsten, wir stehen hier im Unterflurbereich, und Unterflur hat ja auch einen Designanspruch, und wir haben diese schicken Präsenter. Können wir mit diesen Unterflurdosen den Designanspruch erfüllen? Absolut. Es ist immer so, Unterflur soll möglichst unauffällig sein. Man soll es nicht sehen, aber trotzdem seine Funktionalität haben. Und ja, im besten Fall packst du diesen Bodenbelag in den Deckel hinein, den du auch haben möchtest. Wie zum Beispiel hier, du hast hier, sag mal, ein hochwertiges Holz, dann packst du das Holz auch da rein. Du kannst aber Akzente setzen und sagen, nein, ich nehme Edelstahl, wie gebürstet, ich nehme Messing blank, es kommt wieder sehr stark. Oder wir haben so, ich sag mal, wunderbare Dekorplatten mittlerweile, die wir dafür reinsetzen können. Das ist zum Beispiel geätztes Messing hier. Und wenn wir hier rüber gehen zum Beispiel, da sehen wir noch viel mehr. Dann haben wir nämlich auch die Möglichkeit, dass wir auch die Messingplatten oder auch andere Edelstahlplatten besonders bearbeiten können. Wir haben, das ist eine Ätzform und da sieht jede Platte anders aus. Und wenn ich mal die Schublade hier aufmache und ich nehme mal eine hier raus, dann siehst du, dass Messing auch richtig schick sein kann, was man gar nicht kennt. So, das heißt, wenn man wirklich einen hochwertigen Boden hat, dann kann man diesen Deckel verwenden und es sieht wirklich so aus, wie als wenn es dazugehören würde, um die Sache wirklich nochmal eine Kirsche oben drauf zu setzen. Natürlich haben wir auch in unser normales Portfolio ein Unterflursystem, wie wir es schon kennen, Estrich überdeckt, Estrich bündig, für Schwerlastsysteme bis zu 2 Tonnen, bedienen wir nach wie vor. Aber ich finde dieses Jahr, das Highlight für mich sind die Dekorplatten für unsere UD Home One, UD Home 2, UD Home 4 und UD Home 9. Absolut, äußerst schick, kann ich Ihnen nur recht geben. Aber wie du schon angedeutet hast, wir beschränken uns nicht nur auf das Design, sondern wir haben auch noch funktionale Dosen, die wir uns jetzt mal näher ansehen. Genau. Carsten, hier stehen wir jetzt bei den Kassetten, und vielleicht kannst du mal einen näheren Einblick geben, was so eine Kassette alles kann. Hier haben wir was ganz Feines, weil der Trend geht dahin, man möchte gerne die Fußböden schleifen. Estrich, der eigentlich sonst abgedeckt wird mit Holz, mit Fliesen, mit irgendwas, wird sichtbar gemacht. Man kann Estrich auch schön machen. Und hier haben wir nämlich eine geschliffene Estrich und wir können diese ganze Sache auch mit Nasspflege. Das heißt, du kennst die großen Wagen in Flughäfen, wo einer drauf sitzt und so schwubbel, schwubbel, schwubbel rüberfährt, macht alles schön sauber. Wenn der Tank so zu ist wie hier, ist das IP67, das passiert nichts. Aber ich kann jetzt einfach hier hochziehen, dann habe ich einen Tubus.
Wenn ich den öffne, kann ich hier reingelangen und kann meine Installation durchführen. Kann die Leitung rauskommen lassen. Das heißt, ich mache sie benutzbar, nach wie vor hier. Und irgendeiner Zeit, kein Tag oder was lange es dauert, sage ich, okay, ich brauche euch nicht mehr, Leitungen raus, versenke den Ganzen wieder in den Boden hinein und wir haben die Schutzklasse erreicht. Und das ist halt geschliffener Estrich, sehr stark gefragt. Aber unser Portfolio, siehst du, ist noch viel weiter. Wir haben Kassetten für Bodenbelege, hochwertige Bodenbelege, Steinfliesen und. Dafür sind wir halt bekannt. Das ist unser Qualitätsstandard. Gut, vielen Dank. Ich würde sagen, nicht nur durchdacht, nicht nur funktional, sondern auch noch schick dabei. Auch noch schick dabei, wie wir alle sind. Ja, Stefan, wir stehen hier in der BIM-Ecke auf dem Messestand. BIM, was bedeutet überhaupt BIM? Kannst du uns das etwas näher erklären? Für wen ist das gedacht, für welche Zielgruppen und was kann man eigentlich damit machen? Ja, also BIM, Building Information Modeling, ist nicht, wie viele denken, eine spezielle Software oder vielleicht sogar ein spezielles Dateiformat, sondern vielmehr eine Planungsmethode, die über den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes hinweg geführt werden kann. Das bedeutet, während der Planung, während des Baus, nachher während des Betriebs bis hin zum Abriss werden Daten digital gesammelt und können dann von jedem Prozessbeteiligten gegriffen werden für die Berechnung in der Planung, für Simulationen. Es entsteht sozusagen ein digitaler Zwilling des Originalgebäudes. Okay. Kannst du uns vielleicht, damit wir es noch besser auch visuell verstehen, einen kurzen Einblick geben, was genau kann man machen, wie sieht es dann am Bildschirm aus, weil den haben wir ja gerade hier, um das zu demonstrieren. Wäre ganz schön, wenn du uns da mal einen kleinen Einblick geben könntest. Ja. Kann ich gerne machen. Also wir befinden uns hier in der Planungsumgebung Revit. Das ist eigentlich ein Tool, was zu 80% auf dem Markt Verwendung findet für diesen BIM-Prozess. Wir mit BIM at Obo haben jetzt hier ein Plugin entwickelt. Das bedeutet, der Planer kann ohne die Planungsumgebung zu verlassen, ich kann es vielleicht kurz zeigen, hier oben wechseln, kann dann über entsprechende Filter die gewünschten Systeme auswählen. Ich wähle mal hier eins aus. Und mit einfachem Platzieren können dann diese Obo-Modelle in die Planungsumgebung übergeben werden. Somit hat er einen optimalen Planungsprozess, wo er dann die Planung ausführen kann. Okay, super. Ich glaube, du könntest uns noch 2 Stunden nonstop was erklären. Die Zeit haben wir leider nicht. Trotzdem vielen Dank für einen kurzen Einblick und ich hoffe, dass jetzt auch jeder weiß, was man unter BIM versteht. Danke, Stefan. Ja, hier sind wir mittlerweile angekommen im, ich nenne es mal, Heavy-Metal-Bereich. Und da haben wir ein ganz interessantes Produkt und wir haben dazu auch jemanden, der uns das näher erklären kann, und zwar die BKRS-Kabelrinne. Oliver, was bedeutet BKRS? Für welchen Anwendungszweck nehme ich diese Rinne und wo wird sie überhaupt eingesetzt? BKRS bedeutet in der Kurzform begehbares Kabelrinnensystem für industrielle Anwendungen. Darunter verstehen wir zum Beispiel Anwendungen wie Roboteranbindungen, Anbindungen von Geräten, Technologien in der Industrie, in den Anlagen selbst. Das hat also weniger mit der Gebäudeinstallation zu tun, als mit der Einspeisung der Anlagen, die später in den entsprechenden Hallen stehen und entsprechend die Technologien ans Leben bringen und erwecken, zum Leben erwecken. BKRS, ich habe es gesagt, begehbares Kabelrinnensystem. Was sind die Features daraus? Wir sprechen über ein Kabelrinnensystem in einer speziellen Blechstärke, welches es ermöglicht, dass über einen begehbaren Deckel, ich bücke mich mal herunter, über einen begehbaren Deckel, der mit speziellen Anti-Rutsch-Noppen ausgerüstet ist, tatsächlich begangen werden kann. Wir reden über eine definierte Aufbauhöhe, das sind Themen wie der Arbeitsschutz und die Arbeitssicherheit, die da reinspielen, und haben das Ganze hier, wie Sie sehen, auf eine Variante von Halterung gestellt, die es eben ermöglicht, unterhalb der Kabelrinne weitere Medien zu führen. Wir würden, wenn wir die Kabelrinne jetzt öffnen, ich zeige das vielleicht einmal ganz kurz hier im Überblick, wir hätten verschiedene Möglichkeiten. Diese Rinnen können auf den Fußboden montiert werden. Sie können aber dann auch, wie gerade gesagt, über verschiedene Supports, Ausleger oder Stützen, wie wir sagen, installiert werden. Rutschfest ist es hier durch das Begehbare. Diese Möglichkeiten hier ermöglichen, den Deckel zu befestigen, wenn der Deckel bei der Installation geschnitten werden muss und sich irgendeine Geometrie ergibt, die nicht hier es erlaubt, dass die üblicherweise verwendete Deckelklammer, die man hier sehr unauffällig sieht, verwendet werden kann. Gut, ich denke, da haben wir jetzt alle Features gehört und erfahren, was diese Rinne kann.
Vielen Dank. Vielleicht noch eine abschließende Frage. Haben wir denn dafür eine Referenz? Das ist ja sicherlich verbaut worden, schon kilometerweise. Und gibt es da eine interessante Referenz? Wir sind mit diesem Produkt seit 2018 bei großen Automobilisten, namhaften Automobilisten gelistet. Wir sind bei Automobilisten zum Teil sogar gelistet als der einzige Lieferant, zugelassene Lieferant, da wir eben mit den Herstellern diese Lösungen oder die speziell auf diese Hersteller ausgerichteten Lösungen entwickelt haben. Und ich ziele da ganz besonders ab auf das in der Kabelrinne integrierte Erdungssystem, das wir also mit einem großen Automobilisten zusammen entwickelt haben. Ja, somit kann man also wirklich sagen, wir sind da gesetzt und haben einen Riesenerfolg und das Ganze nicht nur in Deutschland, sondern international. Wir sind da gesetzt, wie ich gesagt habe, für die Werke weltweit. Gut, dann nochmals vielen Dank für den Einblick in die Rinne und was sie alles kann und für die Referenz. Vielen Dank, Oliver. Gern geschehen. Ja, hier stehen wir an unserer Unterputzdosenwand, die neue Win-Series. Und so eine Unterputzdose, denkt man, da kann man eigentlich nichts mehr dran verändern. Das ist eine normale Dose, die ich in eine Wand haue. Aber Carsten, es gibt doch ein paar Kleinigkeiten, die die Installation, die Montage dann doch deutlich vereinfachen. Ja, früher zum Beispiel gab es nur eine einzige Schraube hier oben, die das Gerät aufnehmen konnte. Das heißt, du musstest sehr sauber arbeiten, es musste sehr im Lot stehen, sage ich mal so, weil ein bisschen Neigung nach rechts, ein bisschen Neigung nach links und schon war die Steckdose auch nicht mehr gerade zentriert. Mit der Möglichkeit von 3 Schrauben können wir jetzt sagen, hey, wir können dein Fehlverhalten kompensieren damit. Und ich glaube, für mich das größte Highlight ist, die Möglichkeit, beide Dosen zu kombinieren. Früher war es immer so, du musst es mal genau übereinander passen. Ja, jetzt passt das. Jetzt habe ich hier einen ganz einfachen Bajonettverschluss, wie wir kennen von Kameraobjektiven zum Beispiel. Nehmen, draufstecken, einmal Klick, verriegelt und diese kannst du endlos anreihen, sag ich mal. Es gibt kein Mutter, Vater oder A und B mehr. Ganz einfach zu verriegeln. Ja, normale Variante, wie auch die luftdichte Variante. Im Außenwandbereich musst du die verwenden, damit es nicht schimmelt, kein Austausch ist von Temperaturen und. Darum haben wir immer 2 Möglichkeiten, die normale luftdichte Variante, die normale Variante. Und dann mit ganz vielen Features. Beschriftung ist dabei. Dieses Elastomer-Kunststoff ist sehr widerstandsfähig und doch leicht zu durchstoßen. Das ist schon eine Kunst für sich, sowas herzustellen. Aber du hast recht, man denkt sich immer, Ziel erreicht, Unterputzdose, aber da geht noch ein bisschen mehr. Wir haben es auch gemacht für Hohlwandportfolio, was wir auf dem Tisch liegen haben. Sollen wir da mal hingehen? Das würde ich mir auch noch mal ganz gerne ansehen. Ja, auf jeden Fall. Du siehst hier, wir haben konsequent das gemacht, was wir auch für Unterputz haben. Wir haben diese 3 Möglichkeiten für 3 Schrauben. Wir haben eine Elektroinstallationsdose, das heißt, du machst eine Öffnung, dann kannst du das hier zusammenfalten und die Öffnung reinlaufen lassen. Dann faltet die sich auf in der Wand, das heißt, es sind viel bessere Montagemöglichkeiten. Man kann aber auch einen doppelt größeren Ausschluss machen, dann packt man es halt hier rein. Also die beiden sind quasi identisch, nur die halt mit einer Öffnung, die mit einer Doppelöffnung, also Elektroinstallationsdosen. Ansonsten auch die gleichen Features. Wir haben diese Elastomer hier drin, wir haben die Dreifachverschraubung und wir können jetzt auch dünne Wände bedienen. Das heißt, irgendwann ist Schluss, dann hast du 5 oder 7 mm ist Feierabend. Wir können sogar bis 0,02 mm, was theoretisch nicht möglich ist, aber bedienen mit einem kleinen Bauteil, was wir reinbringen können. Und wenn jemand sich mal wirklich vertan haben sollte, verdammt, ich habe die falsche Dose ausgewählt, eigentlich hätte ich die luftdichte nehmen sollen. Wir haben einen Silikoleinsatz hier, den man da reinsetzen kann und schon ist die Normaldose auch luftdicht verpackt. Also auch hier, hey, da geht ja noch ein bisschen mehr. Also wenn ich jetzt Installateur würde ich sagen, ich mache aus einer 50-Stunden-Woche eine 20-Stunden-Woche, weil ich schneller bin mit der neuen Win-Series. Mit der neuen Win-Serie und vor allen Dingen jetzt zur Messe haben wir auch nochmal extra ein Aktionspaket aufgelegt, was im Oktober gültig ist. Günstigere Preise, ein großes Paket mit ein paar Benefits dabei. Es lohnt sich also. Super, dann auch hier danke für den tiefen Einblick in die Dosen. Dankeschön. Im Bereich Industrieinstallationen wollen wir uns der QuickPipe widmen. Und QuickPipe lässt ja vermuten, es geht hier um schnelle Installationen. Carsten, kannst du uns etwas mehr dazu zeigen, warum schnelle Installation? Was genau ist schnell daran? Ja, Quick heißt ja schön erklärt, schnell. Wenn du unsere Rohre so siehst, das siehst du jetzt mal Kunststoffrohre verschiedener Dimensionen. Ja, das hat jeder. Ne? Aber was wir machen, ist was anderes. Wir haben den Quick. Wir drehen das Rohr, wenn einer ein Kabel nachziehen muss, dann sieht er irgendwann mal, hey, da ist ja ein Deckel, den ich öffnen kann. Der ist sogar
ist mal nicht angeschweißt, einfach mit dabei. Den kann man öffnen, Leitungen eindrehen, Leitung ist drin, dann drehst du das ganze Rohr wieder zurück in die Position, dass es geschlossen ist mit unseren Quickschirlen und so sieht es wieder aus wie ein normales Kunststoffrohr. Und das natürlich kontinuierlich, nicht nur bei den Rohren. Wir haben hier unten die Verbinder, weil irgendwann ist ein Rohr auch zu Ende. Irgendwann musst du 90-Grad-Winkel erstellen, haben wir da oben und irgendwann auch mal ein T-Stück, haben wir nämlich hier und alles ist quasi wie ein Deckel zum Öffnen und zum Verschließen. Die Teile gehen noch nicht verloren, das ist da angeheftet dabei. Das ist Quickpipe, erstaunlich schnell und nicht nur für massive Rohre, wir können auch flexible Rohre nehmen, diese typischen flexiblen Wellrohre, die wir so auch kennen. Ja, Quick. Schlicht, einfach, aber einfach genial, würde ich sagen. Ja, richtig. Gut, dann vielen Dank für die Erklärung zur Quickpipe. Obo Bettermann steigt jetzt auch in den Bereich E-Mobility ein. Und zwar haben wir ein kleines, süßes Auto stehen, aber das ist nicht das, was wir verkaufen, sondern die Wallbox dazu, die Ion Wallbox, um dieses Auto aufzuladen. Und da gibt es keinen besseren als Martin Bischoff, der uns etwas mehr zu der Wallbox erklären kann im Detail. Martin, was genau kann diese Wallbox und wie wird sie letztendlich genutzt? Danke dir, Klaus. Also hier sehen wir eine Wallbox von Obo Bettermann. Eine von 2 Varianten, die wir haben. Die Obo Ion Wallbox Basic und die Obo Ion Wallbox Protect. Protect bedeutet, dass wir den Überspannungsschutz schon inklusive haben. Wir haben mit 5 Meter Leitung, Typ 2 Stecker inklusive, einfach Power drücken und wir können laden. Von 11 bis 22 kW, 1 bzw. 3 Fahrzig laden ist möglich bei uns. Ja, das klingt doch super. Dann können wir also am letzten Messetag mit einem voll aufgeladenen Smart das Gelände verlassen. Dann wollen wir doch mal unser Fahrzeug hier aufladen, Stecker rein, laden los und dann können wir auch bald damit losfahren. Martin, erstmal vielen Dank für die Erklärungen zur Ion Wallbox und dann können wir eigentlich starten. Auf eine erfolgreiche Messe. Danke. Ja, das war unser Messerundgang auf der Light in Building 2022. Ich hoffe, wir haben Ihnen unsere Produkthighlights etwas näher bringen können. Möchten Sie detaillierte Informationen, sprechen Sie in den nächsten Tagen und Wochen einfach unseren Vertrieb an. Er gibt Ihnen natürlich gerne Auskunft. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich verabschiede mich mit einem bis bald.